An einem Dienstag, während ich bei der Arbeit bin, passiert etwas Interessantes. 2 Kunden betreten unser Café. Es ist ein Mann und eine Frau, ein Ehepaar. Der Mann beginnt mit mir zu sprechen, und ich weiß, dass er Deutsch spricht, aber ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe nicht, was er will, und ich glaube, er fragt nach etwas, das wir nicht haben. Deshalb rufe ich meine Chefin. Sie spricht mit dem Mann und verkauft ihm 2 Kaffee und 2 von unseren typischen belegten Brötchen. Ich bin überrascht. Als sie gehen, gehe ich zu meiner Chefin und entschuldige mich, weil ich den Mann nicht verstanden habe. Sie sagt, dass das völlig in Ordnung ist und dass so etwas passieren kann, wenn jemand mit einem Dialekt spricht, den wir nicht gewohnt sind. Sie erzählt mir, dass das Paar aus Norddeutschland stammte. Am nächsten Tag gehe ich zur Schule und erzähle meiner Lehrerin diese Geschichte. Ich sage ihr, dass ich mich wirklich dumm fühlte, weil ich unseren Kunden nicht verstanden habe. Ich war unsicher, ob mein Deutsch gut genug für die Arbeit ist, und begann, an mir zu zweifeln. Meine Chefin nahm es gelassen, aber ich brauchte trotzdem ein bisschen Hilfe von meiner Lehrerin. Ich wollte wissen, was ich in solchen Situationen tun kann. Meine Lehrerin sagt, ich verstehe dich. Du bist an das Hochdeutsch gewöhnt, wie es in Berlin gesprochen wird, aber du bist nicht an den norddeutschen Dialekt gewöhnt. Deine Ohren sind nicht daran gewöhnt, diesen Dialekt zu hören. Das Einzige, was du tun musst, ist, mehr norddeutschen Dialekt zu hören. Du musst deine Ohren auch an diesen Dialekt gewöhnen. Sie fährt fort, was dir passiert ist, kann jedem passieren. Wenn du bereits Deutsch auf einem gewissen Niveau sprichst und in einen Teil des Landes reist, wo die Leute einen anderen Dialekt sprechen, solltest du nicht überrascht sein, wenn du nicht alles verstehst. Das ist völlig normal, und es dauert normalerweise etwa 2 Wochen, bis man sich an einen neuen Dialekt gewöhnt hat. Du solltest nicht denken, dass mit dir etwas nicht stimmt, wenn du einen neuen Dialekt nicht verstehst. Mit Übung kannst du deine Ohren darauf trainieren, jeden Dialekt zu verstehen. Ich frage, was kann ich also tun, um norddeutschen Dialekt zu verstehen? Ich wohne ja nicht in Norddeutschland. Die Lehrerin sagt, du kannst dir Fernsehsendungen aus Norddeutschland ansehen. Bald wirst du mehr verstehen. Ich bedanke mich bei ihr und gehe nach der Schule zurück zur Arbeit. Gegen 4 Uhr kommen 2 interessante Kunden in das Café. Dieses Mal sind sie nicht aus Norddeutschland, sie sind Ausländer. Sie möchten Kaffee kaufen. Es sind 2 Damen, und es ist offensichtlich, dass sie ein wenig Deutsch können. Meine Chefin bedient sie, und als sie hört, dass sie nicht gut Deutsch sprechen, tut sie etwas sehr Interessantes. Sie ändert ihr Deutsch und benutzt sehr einfache Sätze, mit nur 3 oder 4 Wörtern. Ich sehe, dass die Damen sie verstehen. Sie kaufen 2 Kaffee, 2 belegte Brötchen und 2 Kuchen. Sie sind zufrieden, und meine Chefin ist es auch. Als die Damen gehen, sage ich zu meiner Chefin, dass es sehr schön war, wie sie ihr Deutsch geändert hat, damit die beiden Damen sie verstehen konnten. Meine Chefin sagt,
dass sie manchmal sehr einfach Deutsch sprechen muss. Es spielt keine Rolle, ob die Kunden gut Deutsch sprechen oder nicht. Sie sind unsere Kunden, und wir müssen alles tun, damit sie sich willkommen fühlen. Wenn Sie sehen, dass Sie hier Deutsch sprechen können, kommen Sie vielleicht jeden Tag zurück in unser Café. Ich finde, dass meine Chefin eine gute Geschäftsfrau ist. Sie tut alles, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Wir haben viele Kunden, und unser Café ist jeden Tag sehr gut besucht. Am nächsten Tag in der Schule erzähle ich meiner Lehrerin von der Erfahrung, die ich mit meiner Chefin und den beiden Damen hatte, die nicht gut Deutsch sprachen. Meine Lehrerin sagt, wie toll. Deine Chefin muss eine sehr kluge Frau sein. Sie fährt fort. Heute sprechen wir über verschiedene Niveaus der Deutschkenntnisse und was man auf diesen Niveaus können sollte. Fangen wir mit dem niedrigsten Niveau an, das etwa 1000 Wörter umfasst. Auf diesem Niveau können die Schüler über einige grundlegende Dinge aus dem Alltag sprechen. Die Sprache ist sehr begrenzt, aber es ist bereits möglich, langsam und in kurzen Phasen mit Menschen zu kommunizieren, die mit dir sprechen wollen. Deine Sätze sind kurz, normalerweise mit 4 Wörtern. Wenn die andere Person auch in kurzen Sätzen spricht, kannst du ein einfaches Gespräch führen. Wenn die Schüler ein höheres Niveau erreichen, das etwa 2000 Wörter umfasst, werden die Gespräche einfacher und die Sätze länger. Das ist das Niveau, auf dem sich die meisten von euch in dieser Klasse gerade befinden. Ihr solltet über viele Dinge aus eurem Leben sprechen können. Ihr könnt über eure Familie, Hobbys, Arbeit und Reisen sprechen. Manchmal habt ihr vielleicht Schwierigkeiten, wenn ihr tiefer in bestimmte Themen eintauchen wollt. Aber dieses Niveau reicht normalerweise für den täglichen Gebrauch des Deutschen aus. Um tiefere Gespräche über viele Themen führen zu können, ist es gut, etwa 3000 Wörter zu kennen. Dein Ziel als Deutschschüler, der gut sprechen möchte, sollte es sein, 3000 Wörter zu lernen. Natürlich kannst du auch mehr als 3000 Wörter lernen. Je mehr Wörter du kennst, desto leichter wird es für dich sein, auf Deutsch zu kommunizieren. Aber 3000 Wörter sind normalerweise genug, um über fast alles auf Deutsch zu sprechen. Ich denke, dass die beiden Damen in unserem Café etwa 1000 Wörter kannten. Meine Chefin hat sie auf ihrem Niveau getroffen und ein einfaches Gespräch mit ihnen geführt. Nach der Schule ging ich zurück zur Arbeit. Die beiden Damen kamen wieder ins Café, und diesmal brachten sie 2 ihrer Freunde mit. Es war meine Aufgabe, sie zu bedienen. Ich sprach mit ihnen in einfachen, kurzen Sätzen, und sie verstanden mich. Das war großartig. Sie erzählten mir, dass sie Touristen aus Japan seien und unser Café mochten, weil die Leute sie hier verstanden. Am Donnerstag ging ich wieder zur Schule, und eine der Schülerinnen stellte eine sehr interessante Frage. Sie sagte, ich bin sehr schüchtern, wenn ich Deutsch sprechen muss. Kannst du mir damit helfen? Unsere Lehrerin antwortete, es stimmt, dass es natürlich ist, unsicher oder schüchtern zu sein, wenn wir eine Fremdsprache benutzen. Ich versuche auch, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Ich bin ein Student, und ich bin auf dem Weg,
gut in Spanisch zu werden. Es ist nicht möglich, mehrere Niveaus an einem Tag zu überspringen. Ein Anfänger kann nicht in einer Stunde ein perfekter Sprecher werden. Ich sehe auch, welchen Wert ich für die Menschen um mich herum habe, wenn ich schon ein bisschen Spanisch kann. Du solltest das Gleiche sehen, wenn du bereits etwas Deutsch kannst. Du kannst Gespräche auf Deutsch führen, und das ist fantastisch. Schau dir an, was du bereits weißt. Du kennst 2000 Wörter. Du bist bereits von 0 auf 2000 Wörter gekommen. Schätze das wert. Einige Schüler haben das Gefühl, dass Deutsch zu beherrschen bedeutet, wie ein Muttersprachler zu sprechen, eine perfekte Aussprache und Grammatik zu haben und ohne Fehler zu sprechen. Sie glauben, wenn sie das nicht tun, können sie kein Deutsch. Sie schämen sich, weil sie nicht perfekt sind. Diese Schüler sind sehr streng mit sich selbst, aber das ist nicht nötig. Ihr alle seid großartig, weil ihr bereits etwas Deutsch könnt. Übt weiter Deutsch, dann wird eure Unsicherheit allmählich verschwinden. Ich mag, was unsere Lehrerin immer sagt. Ich bin auch manchmal schüchtern. Ich weiß, dass ich viel sprechen üben sollte, aber in manchen Situationen will ich nicht umwirken, also spreche ich nicht so viel, wie ich sollte. Ich entscheide mich, in diesen Situationen etwas mutiger zu sein und sie zu nutzen, um mehr zu üben. Dann sagt ein anderer Schüler, manchmal möchte ich etwas sagen, aber ich kenne das Wort, das ich benutzen will, nicht. Dann stocke ich und weiß nicht, was ich in solchen Situationen tun soll. Ich fühle mich sehr dumm. Beim nächsten Mal, wenn ich Deutsch sprechen kann, will ich nicht sprechen, weil ich nicht wieder in dieselbe dumme Situation geraten will. Kannst du mir damit helfen? Unsere Lehrerin antwortet, wenn du anfängst, Deutsch zu sprechen, musst du dich auf eine Sache vorbereiten. Es wird Momente geben, in denen du ein Wort, das du sagen willst, nicht kennst. In einer solchen Situation musst du lernen, wie du das Wort beschreiben kannst. Diese Fähigkeit ist sehr wichtig, wenn du eine neue Sprache lernst. Da du kein Muttersprachler bist, wirst du wahrscheinlich nie so viele Wörter kennen wie in deiner Muttersprache. Ich kann dir sagen, dass du fast jedes Wort beschreiben kannst. Du musst diese Fähigkeit nur üben. Du musst üben, Ideen mit dem Vokabular auszudrücken, das du bereits hast, sagt unsere Lehrerin. Zum Beispiel, wenn du nicht weißt, wie man das Wort Schlüssel sagt, kannst du es als eine kleine Sache zum Öffnen einer Tür beschreiben. Auch in deiner Muttersprache beschreibst du Wörter, ohne darüber nachzudenken. Wenn du ein Wort nicht kennst, beschreibst du es einfach, damit die andere Person versteht, was du meinst. Du kannst das Gleiche auf Deutsch tun, aber du musst diese Fähigkeit üben. Lautes Denken ist eine sehr gute Technik, um diese Fähigkeit zu verbessern, fährt sie fort. Nutze lautes Denken jeden Tag, und deine Fähigkeit, Dinge zu beschreiben, wird sich verbessern. Du kannst nur Deutsch lernen, wenn du es tatsächlich benutzt. Es ist okay, schüchtern zu sein, aber das darf dich nicht davon abhalten, die Sprache zu benutzen. Wer ist talentiert? Am nächsten Tag ist Freitag und ich gehe wieder zur Schule.
Ich bin froh, dass ich in dieser Klasse bin, nicht nur wegen unserer Lehrerin, sondern auch, weil mir die Klasse gefällt. Es gibt Schüler aus vielen verschiedenen Ländern in unserer Klasse. Einige Schüler kommen aus der Ukraine, andere aus Syrien. Wir haben auch einen Schüler aus Japan und einen aus Südkorea. Das ist sehr gut für mich, weil die Schüler nicht meine Muttersprache sprechen. Wenn ich mit ihnen spreche, muss ich Deutsch benutzen, und das ist eine gute Übung für mich. Heute haben wir eine neue Schülerin in der Klasse. Sie heißt Sophia und kommt aus Argentinien. Zu Beginn der Stunde sagt Sophia, dass sie glaubt, kein Talent zum Sprachenlernen zu haben, aber dass sie hart arbeiten wird, um sich zu verbessern. Unsere Lehrerin fragt sie, warum glaubst du, dass du kein Talent hast? Sie antwortet, ich glaube, ich habe kein Talent, weil meine Schwester sehr schnell Deutsch lernt, aber für mich ist es schwierig. Dann fragt die Lehrerin die ganze Klasse, glaubt ihr, dass ihr Talent habt, um Sprachen zu lernen? Bitte hebt die Hand, wenn ihr glaubt, dass ihr Talent habt. Ich schaue mich in der Klasse um, und niemand hebt die Hand. Die Lehrerin lächelt und sagt, jetzt möchte ich euch etwas erzählen. Viele Menschen glauben, dass man Talent braucht, um wirklich eine neue Sprache zu lernen. Ich stimme zu ja, du brauchst Talent, um eine neue Sprache zu lernen. Aber ich glaube auch, dass ihr bereits Talent habt, um Sprachen zu lernen. Warum habt ihr Talent? Ihr habt Talent, weil ihr bereits eine Sprache gelernt habt, nämlich eure Muttersprache. Ihr wart erfolgreich darin, eure Muttersprache zu lernen, und ihr sprecht sie fließend. Alle Menschen, die ihre eigene Muttersprache lernen können, haben Talent, um Sprachen zu lernen. Warum glauben dann so viele Schüler, dass sie kein Talent haben? Der Grund ist, dass es Menschen gibt, die supertalentiert sind. Ja, das ist wahr. Diese supertalentierten Menschen merken sich neue Wörter sehr schnell und über einen langen Zeitraum. Vielleicht kennst du solche Menschen, vielleicht gibt es jemanden bei dir auf der Arbeit oder in deiner Familie. Es gibt nicht viele solcher Menschen, aber sie existieren. Ich denke, dass das vielleicht auch bei Sophias Schwester der Fall ist. Für diese Menschen macht es Spaß, eine neue Sprache zu lernen, und sie können es mit Leichtigkeit tun. Sophia sagt, dass es stimmt, dass ihre Schwester wirklich besser ist als alle anderen. Unsere Lehrerin fährt fort, es ist wahr, dass diese supertalentierten Menschen existieren. Das ist eine Tatsache, und wir können nichts dagegen tun. Aber das ist kein Problem. Das Problem ist, dass wir uns mit diesen Menschen vergleichen, und wenn wir nicht so schnell lernen wie sie, glauben wir, dass wir kein Talent haben. Ich möchte euch um eines bitten, vergleicht euch bitte nicht mit diesen supertalentierten Menschen. Ja, sie haben Glück und einen Vorteil, aber auch ihr könnt Glück haben, und vielleicht seid ihr supertalentiert in anderen Dingen. Vielleicht bist du talentierter als andere, wenn du singen, schwimmen, Tennis spielen, Zahlen rechnen, kochen oder Autos reparieren lernst. Menschen sind nicht alle gleich, und das ist die Schönheit dieser Welt. Jetzt könnt ihr glauben,
dass ihr alle ebenfalls talentiert seid. Vielleicht nicht super talentiert, aber talentiert. Wenn du glaubst, dass du talentiert bist, wird es einfacher für dich sein, Deutsch zu lernen. Diese Worte unserer Lehrerin sind sehr nützlich für uns. Ich weiß, dass ich Talent für Fußball und Tennis habe. Jetzt weiß ich, dass ich auch Talent dafür habe, Deutsch zu lernen. Das ist fantastisch. Außerdem ist es toll, dass am Abend ein Schulfest stattfindet. Ich freue mich sehr auf dieses Fest. Ich weiß, dass einige der Mädchen aus unserer Klasse dort sein werden. Ich hoffe, dass unsere neue Schülerin Sophia auch zu dem Fest kommt. Ich kenne Sophia erst seit einem Tag, aber ich mag sie schon jetzt sehr. Wenn du deine Muttersprache sprechen kannst, dann hast du das Talent, Deutsch zu lernen. Es ist Mittwoch, und ich gehe zurück zur Schule. Zu Beginn der nächsten Stunde hat Monika eine Frage an unsere Lehrerin. Sie fragt, woher weißt du all das? Wo hast du gelernt, wie man Sprachen studiert? Unsere Lehrerin antwortet, es gibt viele Möglichkeiten, sich Wissen darüber anzueignen, wie man Sprachen lernt und lehrt. Die erste ist Erfahrung. Ich unterrichte seit über 7 Jahren und habe viele Jahre Erfahrung. Wenn ich unterrichte, beobachte ich, was funktioniert und was nicht funktioniert. Dann benutze ich nur das, was hilft. Ich studiere auch Materialien über das Sprachenlernen im Internet. Wenn ich etwas Interessantes finde, teste ich es in einer meiner Klassen. Wenn es funktioniert, benutze ich es in all meinen anderen Klassen. Sie fährt fort, es gibt auch eine andere Möglichkeit, wie ich Informationen bekomme. Oft geschieht dies in Momenten, in denen ich eine Frage habe, aber keine Antwort finde. In solchen Momenten gehe ich in meinen Lieblingspark, und dort bekomme ich die Antwort. Monika sagt zu der Lehrerin, das ist interessant. Wie bekommst du Antworten in diesem Park? Wo ist dieser Park? Unsere Lehrerin antwortet, was ich dir jetzt erzählen werde, ist vielleicht nicht für jeden real. Wenn es seltsam klingt, entschuldige ich mich. Aber du hast gefragt, also gebe ich dir die Antwort. Ich glaube, dass, wenn du eine Frage hast und das Universum um eine Antwort bittest, die Antwort kommen wird. Wenn ich eine Frage habe, gehe ich in den Park. Ich setze mich auf eine Bank, entspanne meinen Körper, beruhige meinen Atem und versuche, meinen Geist zu leeren. Dann stelle ich die Frage. Das ist alles. Manchmal kommt die Antwort als neue Idee in meinen Kopf. Manchmal erzählt mir später jemand, mit dem ich spreche, etwas, das mir hilft, die Antwort zu finden. Manchmal sehe ich ein interessantes Video im Internet und finde die Antwort dort. Manchmal kommen die Antworten am nächsten Morgen, wenn ich aufwache. Was interessant ist, dass die Antworten weiterhin kommen. Ich bin so dankbar dafür. Wie ich schon sagte, du musst nicht an das glauben, was ich dir erzähle, aber das ist, was ich tue und wie es für mich funktioniert. Der Park ist nicht weit von hier, es ist ein 10-minütiger Spaziergang.
Viele Menschen gehen dorthin, um sich zu entspannen. Es ist wunderschön, und die Atmosphäre ist sehr angenehm. Ich nenne es einen magischen Park, weil er für mich magisch ist. Die Worte der Lehrerin sind sehr interessant für mich. Ich wusste nicht, dass man das Universum um Antworten bitten kann. Vielleicht kann ich in Zukunft, wenn ich eine interessante Frage habe, auch in den Park gehen und um eine Antwort bitten. Wenn du ein Problem hast, frag nach Hilfe. Am nächsten Tag stellt ein Mädchen unserer Lehrerin eine interessante Frage. Sie sagt: Vielen Dank für die Informationen, die du uns darüber gibst, wie wir Deutsch lernen können. Könntest du uns eine Zusammenfassung mit Regeln geben, was wir jeden Tag tun können, um gut Deutsch zu lernen? Unsere Lehrerin antwortet: Okay, ich werde versuchen, dir eine einfache Zusammenfassung zu geben. Wenn du gut Deutsch sprechen willst, musst du 3 Dinge tun: Du musst lesen, hören und sprechen. Das wissen Sie bereits. Es ist wichtig, dass Sie alle 3 Aktivitäten jeden Tag ungefähr gleich lange durchführen. Wenn du eine von ihnen auslässt, wird dein Fortschritt nicht so schnell sein, wie er sein könnte. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es wichtig ist, jeden Tag mindestens 90 Minuten Deutsch zu verwenden. Du musst nicht lernen, aber du solltest Deutsch aktiv benutzen. Die Lehrerin erklärt weiter: Jetzt werde ich jede Aktivität im Detail erklären. Fangen wir mit dem Lesen an. Du solltest mindestens 30 Minuten am Tag lesen. Das ist das Minimum. Lies nicht, um Deutsch zu lernen, sondern um neue Informationen zu erhalten. Lies, um eine interessante Geschichte zu genießen. Ich weiß, dass ich diese Information immer wieder wiederhole, aber sie ist wirklich wichtig. Dann solltest du jeden Tag mindestens 30 Minuten Deutsch hören. Wieder sollte es etwas sein, das dich interessiert. Du solltest Freude daran haben, die Informationen zu bekommen. Du solltest mit einfachen Hörbüchern oder Nachrichten beginnen. Allmählich kannst du dich zu einem höheren Niveau von Büchern und Nachrichten steigern. Wenn du etwa 2000 Wörter kennst, solltest du anfangen, Filme und Videos im Internet zu schauen. Dann sagt sie: Und ihr solltet sprechen. Ihr wisst bereits, wie wichtig es ist, zu sprechen, wenn ihr Deutsch lernt. Es ist wieder wichtig, mindestens 30 Minuten am Tag zu sprechen. Natürlich ist es am besten, mit echten Menschen zu sprechen. Das können deine Lehrerin, Mitschüler, Kollegen oder Freunde sein. Versuche, jemanden zu finden, der auf deinem Niveau in Deutsch ist oder ein wenig besser. Sprich mit dieser Person. Aber wenn du niemanden hast, mit dem du sprechen kannst, kannst du die Schattentechnik anwenden und laut denken. Mit diesen Techniken kannst du jeden Tag viel Sprechtraining bekommen. Ich benutze diese Techniken sehr oft, wenn ich Spanisch lerne. Ich habe keine spanischen Muttersprachler in meinem Leben, die ich jeden Tag treffe, also benutze ich diese beiden Techniken, um mein Spanisch zu verbessern. Die Lehrerin schließt ab: Wie ihr sehen könnt, ist das Deutschlernen einfach. Alles, was ihr tun müsst, ist zu lesen, zu hören und zu sprechen. Das ist alles.
Jetzt wisst ihr, wie ihr es machen sollt. Das Mädchen sagt, vielen Dank. Das ist genau das, was ich hören musste. Du bist die Beste. Ich bin auch sehr froh, dass das Mädchen diese Frage gestellt hat. Es ist mein letzter Tag in der Schule, und ich brauchte eine Art Zusammenfassung dessen, was ich selbst tun kann. In den 4 Wochen, die ich mit meiner Lehrerin verbracht habe, habe ich viel gelernt. Ich habe auch mein Deutsch sehr verbessert. Meine Lehrerin weiß, dass dies mein letzter Tag in der Schule ist, und sie fragt mich, ob ich etwas zu den anderen Schülern in der Klasse sagen möchte. Ich sage, dass ich sehr froh war, Teil dieser Klasse zu sein, und dass ich viele nette Menschen kennengelernt habe. Ich gebe allen meine E-Mail-Adresse und sage ihnen, dass sie mich kontaktieren können, wenn sie möchten. Dann verabschiede ich mich von allen. Ich bin ein wenig traurig, aber ich weiß, dass ich mit meinem Leben weitermachen muss. Ich kann nicht für immer in der Schule bleiben. Jetzt liegt es an mir, mein Deutsch zu verbessern. Ich habe jetzt alle Werkzeuge, die ich brauche. Es ist ein Jahr nach meinem letzten Schultag. Ich habe jeden Tag Deutsch benutzt. Ich benutze die Techniken meiner Lehrerin. Jetzt kann ich 4000 Wörter auf Deutsch. Das ist fantastisch. Ich habe auch einen neuen Job bekommen. Ich beginne, Deutsch zu unterrichten. Ich unterrichte Anfänger, sie können nur 500 Wörter. Das ist gut für mich, weil ich weiß, dass ich viel Übung als Lehrer brauche, bevor ich auf höheren Niveaus unterrichten kann. Ich habe einen großen Vorteil in meinem neuen Job, ich hatte eine fantastische Lehrerin in Berlin. Ich habe viel von ihr gelernt, und jetzt versuche ich, alles, was ich von ihr gelernt habe, an meine eigenen Schüler weiterzugeben. Ich möchte, dass sie auch erfolgreich sind. Wenn du Deutsch lernen willst, lies, höre und sprich. Mache jede dieser Aktivitäten mindestens 30 Minuten am Tag. Wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen hoch und abonniere den Kanal für mehr Videos. Danke fürs Zuschauen.